Hallo bei Hennenglück im Biogarten. Liebe geht durch den Magen. Und das gilt auch und ganz besonders für Hühner, denn sie haben immer Appetit. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr aus Gemüseresten ein gesundes, preiswertes und ausgewogenes Futter für eure Hühner zusammenstellen könnt und worauf ihr dabei achten müsst. Hühner sind Allesfresser, das ist bekannt. Aber was fressen sie denn wirklich? Würmer, Käfer und andere Leckereien finden sie, wenn sie genug Auslauf haben, in der Wiese oder auf dem Misthaufen, sofern vorhanden. Ja, lecker, nicht? Auch Gras steht auf dem Speiseplan und natürlich auch Gemüse. Wenn man die Hühner das Gemüse selbst ernten lässt, hat das allerdings desaströse Wirkungen aufs Gemüsebeet, wie hier bei meinem jungen Palmkohl. Innerhalb weniger Minuten haben 2 Hühner es geschafft, alle Pflanzen zu zerstören. Da nehme ich die Vitaminversorgung doch lieber selbst in die Hand und bereite ein Futter zu, in dem das Gemüse schon enthalten ist. Zusätzlich zu Körnermischungen wie diese hier sollte den Hühnern auch einmal am Tag Weichfutter gegeben werden. Warum Weichfutter? Erstens brauchen die Hühner zum Verdauen von gekochtem oder eingeweichtem Futter weniger Energie als bei Körnern. Und das kommt ihnen vor allem im Winter sehr zugute. Zweitens ist Körnerfutter mit den Preissteigerungen der letzten Monate auch ziemlich teuer geworden. Und drittens können mit dem Weichfutter auch vitaminreiches Gemüse und andere Energiespender verabreicht werden. Also lohnt es sich, für die eigenen Hühner in der Küche zu stehen und zu kochen, sofern es natürlich nicht eine allzu große Schar ist. Die Basis für unser heutiges Gericht sind Nudeln. Am besten gehen kleine Nudeln, zum Beispiel solche für Nudelsuppen. Sie sind preiswert, sie haben eine kurze Kochzeit und müssen nicht zerkleinert werden. Ich nehme meistens Schmetterlingsnudeln aus Hartweizengrieß, aber heute soll es Sterne sein. Für eine Mahlzeit benötigen wir 30 bis 50 Gramm Nudeln pro Huhn. Wir kochen die Nudeln in heißem Wasser, aber ohne Salz, da Hühner Salz nicht gut vertragen. Dafür sind sie dann nicht so heikel, was die Konsistenz angeht. Die Nudeln müssen nicht al dente sein, sondern dürfen ruhig ein bisschen matschig werden. Nach dem Kochen abgießen und rasch mit kaltem Wasser abschrecken. Kleiner Tipp, ihr könnt natürlich eine größere Menge Nudeln im Voraus kochen und einen Teil davon in einem geschlossenen Behälter im Kühlschrank aufbewahren. Beim Gemüse kann man sehr gut auf Reste aus der Küche zurückgreifen. Dabei ist einiges zu beachten. Wichtig ist, dass diese Reste nicht gewürzt sind und natürlich auch nicht verdorben. Ich habe hier Karottenschalen, die Reste vom Fenkel, die wir nicht essen, und ein Stück Spitzkohl, das übrig geblieben ist. Auch die äußeren Blätter von Brokkoli oder Blumenkohl oder auch das glibberige Innere von Gurken und Kürbis sind bestens geeignet. Am besten immer wieder abwechseln. Achtung! Nachtschattengewächse wie Tomaten, Paprika und Auberginen enthalten Solanin und sind für die Hühner schädlich oder sogar giftig. Kartoffeln oder auch Kartoffelschalen dürfen nur gekocht gegeben werden. Hühner dürfen auch keinesfalls Avocados, Zitrusfrüchte oder gar Süßigkeiten bekommen. Bleiben wir also bei Karotten, Kohlgemüse, Gurken, Kürbis und Zucchini. Ein Stück rote Beete kommt auch noch dazu. So mickrig wie die ist, könnte ich eigentlich die ganze geben. Aber die Schalen tun es auch. Das Gemüse muss zerkleinert werden. Nicht, weil die Hühner mit großen Brocken nicht klarkommen würden, sondern weil sie sich vor allem auf die Nudel stürzen werden. Wir wollen aber, dass sie das Gemüse schön mit den Nudeln fressen, damit die Mahlzeit auch wirklich ausgewogen ist. Zum Zerkleinern des Gemüses kann man natürlich ein Messer nehmen oder man steckt alles in einen Mixer und mahlt es richtig fein auf. Das Gemüse wird nun mit den Nudeln gut vermischt, sodass die Hühner wirklich nicht mehr imstande sind, der einzelnen Leckerbissen herauszupicken und etwas übrig zu lassen. Aber so wie ich meine Hühner kenne, essen sie sowieso alles, was da drin ist. Am Schluss gebe ich noch einen Löffel zerstoßene Eierschalen ins Futter. Die Eierschalen, sie müssen natürlich gut gereinigt und getrocknet sein, geben den Hühnern einen Teil des Kalziums zurück, das sie bei der Eiablage verbrauchen. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob das schmeckt.
Wenn ihr weitere Videos zu Hühnerhaltung und Hühnerfutter sehen wollt, schaut mal in meine Playlist. Danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal. Ich freue mich über eure Kommentare und Fragen. Tschüss und bis bald.